Und damit herzlich willkommen zu Hilfe, jemand hat mein Essen geklaut und wir werden jetzt gemeinsam herausfinden, wer es war. So oder so ähnlich. Ich gehe mal direkt auf Start und ihr werdet sehen... Oh, Lunch ist weg. Ihr werdet sehen, ja, es ist wieder so ein Spiel. Hurra, wir können lesen. The door opens with a jingle as I walk in. Ah, ist aber schön, ne? Das beginnt doch schon mal ganz süß, ganz nett mit der Musik im Hintergrund. This must be management's doing again. They said it's to improve morale when we're too busy to head outside. But what type of cafe only has one coffee machine? Das heißt, wir sind hier gerade im Büro von einem Café oder was? They didn't even provide us with any coffee filters. I'm tempted to tip over the nearby trash can, but decide against it. The janitors are on the same sinking boat as us. Das ist gutes Klassendenken, mein Lieber. Wie auch immer du bist. Wir werden es hoffentlich noch herausfinden. My only saving grace is lunchtime. And today is special. Was hier denn? Is today Pizzatag? Any other day I would have gone out into the big city and treated myself at a local bistro. However, a new project sprung up and I've been forced to stay inside during lunch. My weary co-workers also have to live this type of life, suffering from malnutrition and gastritis. What the hell is gastritis? But why should I suffer alongside them? What awaits me behind these fridge doors? Ist nix, weil ist geklaut, ne? Ist mein Masterpiece, my Katsudon. Oh, das sieht aber gut aus. Also ich esse kein Fleisch, aber sieht trotzdem lecker aus. Oh. The night before I flattened the plumpest pork loin. The night before I flattened the plumpest pork loin, breaded it in the crispiest panko and deep fried it in the finest oils and spices from my pantry. Oh, das klingt aber schon... Allein schon die Geräusche vom Kochen, ne? Die machen mich schon so ein bisschen... Die lassen mich gut fühlen. Doubled fried to perfection, then smothered in beaten eggs, sweet onions and homemade tonkatsu sauce. All atop a steaming bowl of fluffy rice. Also wie kann man denn so obsessed mit seinem Essen sein? Also man kann ja schon hype drauf sein, aber das ist ja wirklich... Meine Güte, der ist ja wirklich obsessed so. Saliva dribbles down as I imagine my fork piecing through the skin to reveal its soft white meat inside. It's unfortunate I couldn't eat it fresh off the stove, but at least the microwave, ja, das tolle Ding hier, is more competent than the company's infrastructure. Immerhin die Mikrowelle, auf die kann man sich verlassen. With a happy hum, I walk over to open the fridge. Oh Gott, nein, das wird so grausam, ne? Wenn er jetzt sieht, das Ding ist weg, ey, das wird so grausam. Oh. Aber wir kennen ja Visual Novel, ne? Ich sag jetzt schon mal, wir werden die Person finden, die das geklaut hat. Und da wird sich wahrscheinlich ist unser Charakter Male. Und dann der Typ, der das geklaut hat, das ist unser Kollege, der ist auch männlich. Und das gibt da eine große Romanze, Boys Love und so. So wird das sein. Passt auf, passt auf. The shelves are empty around this time, so I easily spot my bowl. Despite the bowl's innocent pink coloring, it's from a prestigious lunchbox brand. My food deserves the best, of course. Oh mein Gott. I pick up my cute bowl, but I notice something off. Das ist auf einmal so leicht. Sauce stains the sides of the bowl's lip. Did I spill it on the way to work? Now that I think about it, it's much lighter than it was this morning. Oh, with trepidation, I unclip the lid. Oh, it's gone! Das ist grausam, das ist echt ein Verbrechen an der Menschheit. My thick cut of fried pork, my egg slurry of dashi and soft onions, my fluffy steamed rice! All gone! Only a light brown puddle and some rice grains remain. Oh, jetzt wird er mad. Is this the work of a thief? Wait, no, I shouldn't be doubting my co-workers. Maybe someone took my lunch by mistake? But this morning I only saw clear Tupperware containers. Tupperware. Die gute alte Tupperware. Wir sagen ja zu allem Tupper, ne? Also auch wenn es nicht original, Tupper ist ja eigentlich die Marke, auch wenn es nicht von Tupper ist es trotzdem Tupper, ne? Tupperzeugs. Tupperdose. How could anyone mistake my lunch for theirs? Did someone steal my lunch? My stomach gurgles painfully. It tells me that my decision to skip breakfast was a foolish one. Das ist immer eine foolish one. Also immer, Leute, Frühstück ist immer super, Frühstück ist immer wichtig. Die wichtigste Mahlzeit des Tages, ne, ihr wisst es ja. Leute, wie könnt ihr Breakfast skippen? Also ich kenne manche Leute, die sagen so, nein, ich kann morgens nichts essen und so.
Was für ein Quatsch? Ja, dann steh halt eine Stunde früher auf oder so. Keine Ahnung, vielleicht geht das dann. Aber das ist so gut, das ist so wichtig. Leute, wirklich. Wie könnt ihr euren Tag starten? Aber gut. Ich brauche auch keinen Kaffee. Ne? Andere Leute brauchen Kaffee, um ihren Tag zu starten. Ne? Ich brauche nur Frühstück. And my phone alarm goes off. My 15-minute break is about to end. Ja, super. Also selbst wenn du dein Essen da jetzt gehabt hättest, hast du auch nicht genug Zeit, um das aufzuessen. Oh, what should I do about this thief? Oh. Yo, weißt du... Hilfe, der hat meine Lunchbox geklaut. Erstmal kündigen. Give up, what give up? Also einfach das Thema sein lassen, ne? Ja, also... das einfach melden. Ja, Hilfe, mein Essen wird geklaut. Nee, also das ist nicht so einer, weil der sagt schon, ne, ich mache jetzt hier auch keinen Müll, weil wir sind alle im selben Boot. Also wird der auch jetzt niemand verpetzen. Kündigen finde ich ein bisschen zu krass, auch wenn ich sehr gerne wissen wollen würde, wie es damit weitergeht. Ist das Spiel dann vorbei oder keine Ahnung? Würde ich gern sehen, aber bleiben wir mal realistisch, einfach give up. I can only give up. However it is, how would I even find them? Ja, vielleicht sind da so Reiskörner am Boden verteilt, die du hinterhergehen kannst oder so. Filling a paper cup with stale cold coffee, I go back to my cubicle in defeat. Achso, ist ein Bürojob. Ne? My lunch got stolen again. Wie, am nächsten Tag oder was? I'm suffering from hunger pangs. Ist das jetzt der nächste Tag und das schon wieder geklaut? But perhaps whoever stole it needed it more than I did. Das ist eine gute Denkweise. They're probably more happy to eat than I am sad to be hungry. With my sacrifice, the total number of satisfied workers in the company increased. Naja. Aber deins, also du bist ja nicht mehr satisfied. Also eigentlich hat sich in der Nummer nichts getan. So, eine andere Person ist dafür satisfied. Weißt du, also... Naja. So, let it be. Danke, Beatles. Oh, schwarz-weiß. Enlightened, I continue to make decent meals and leave them out in the open. Every single one of them was eaten. I went home hungry. Management rewarded us with coffee filters that week. Oh, immerhin, ne? Immerhin hat die Woche was Positives. Maybe I did make a difference in this company. Ja. Der Mensch aus dem Management, ne, der hat ja jetzt nur Filter gespendet, weil es dem so gut ging, nachdem er dein Zeug geklaut hat und gegessen hat. Ja. Das war's jetzt. Das war's jetzt. Employee Performance Review, Ending Nummer 1, Acceptance. Das war das. Very bad. Was? Was? Das war das Spiel. Gallery. Also wir haben noch keine Bilder irgendwie und keine... Nee, das kann's ja nicht sein. Ich habe natürlich nicht gespeichert. Toll. Leute, bei Visual Novel immer vor Entscheidungen speichern. Toll. Jetzt muss ich hier skippen. Lalalala. So, jetzt saven wir, ja. Quick Save. Und wir kündigen jetzt einfach. Oder nee, wir melden es erstmal nur. The most rational decision is to... Geht das wieder weg? Danke. The most rational decision is to report it to human resources. I take on my phone and speed dial HR. It's important to have your most important contacts ready when you need them. Hello, this is Kale of Human Resources. How may I help you? Hi Kale, I'd like to report a theft. What was stolen? My lunch. Was it during company hours? On company property? Yes and yes. Unfortunately, we cannot compensate your loss. I want compensation, Kale. An employee's lunch is their personal property. Yes, but isn't it worrying to have a theft happen on company grounds? Das ist ja wirklich ein hartes Verbrechen, ein hartes Vergehen. We have cases like this very often. The company is not responsible for them. Yes, I know, but if you have anything else to report, please send an email. My lunch break is starting. Der hat's geklaut. Der scheint ja nicht in der Nähe zu sein, ne? Doch, der ist bestimmt im gleichen Gebäude und so. Der hat das geklaut. My lunch break is starting. Der snackt sich das jetzt gerade bestimmt in seinem Hinterzimmer. Kale hangs up before I can say anymore. Does it happen often? Then do something about it. Nobody likes Kale. With nothing else I can do, ach du meine Güte. I begrudgingly pour myself a lukewarm cup of coffee and return to work. The next day, schon wieder weg.
Überraschung. Despite yesterday's incident, I still brought my lunch. Oder vielleicht, das war wirklich Cale, ne? Und jetzt dadurch, da der angerufen wurde und dem das gemeldet wurde, denkt er sich, oh, mal lieber vorsichtig sein, ich klaue nichts mehr. I can't falter in the face of despair. After all, I made Mapo-Tofu. Was ist Mapo-Tofu? Also Tofu ist super. Aber es gibt 1000 verschiedene Arten, Tofu zuzubereiten und so. Aber alles ist super. Außer roh. Also so roh Natur-Tofu. Schmeckt nach nichts. Da muss Ketchup drauf. Ihr seht schon, ich bin so kulinarisch einfach ein Pro. How did I make it again? Was? Wie ich den Tofu gemacht habe? Mit Rattengift, mit Wachs, mit Sichuan Peppercorns. Ich mach mal hier lieber einen Speichern. Ja, so, Save. Achso, das Quick Save war was anderes, ne? Okay. Gut, ja, wie haben wir das gemacht? Also wir könnten jetzt, wenn der Tofu mit Rattengift gemacht wurde, dann die nächste Person, die sich das dann snackt, die hat verloren. Also das scheint ihm sehr wichtig zu sein, ne? Komm, wir haben da Rattengift rein, oder? Nein, das ist tödlich. Wachs, das ist nicht lecker, aber das ist bestimmt abschreckend genug. Peppercorns, ist das Pepperoni oder so? Sehr scharf? Ich glaube schon, oder? Ich würde es mal versuchen. Ich hoffe, dass es scharf genug, dass es dann abschreckend ist. Yes, the spice of my life. How could I forget the nose-numbing smell of roasted Sichuan pepper? The thick red oil of the bean paste. The firm bouncy texture of the cubed tofu. With an internal heat so good it transcends the taste buds. Mapo tofu. Eating plain rice is great, but it can't beat the spicy fragrance of chili oil and peppercorns. But this one is different. I've spiked up the heat, adding twice the amount of ground peppercorn in chili, and spice too powerful for the mortal tongue. Right before I kiss my baby goodbye, I sprinkle on some more pepper. Da bist du lebensmüde. If anyone dares to open my bowl, a red powdery explosion awaits them. Ja, und wenn du das selber isst? Dann hast du auch verloren. 5 Stunden später. Lunchtime arrives and I rush to the break room. Perhaps today will be different? I know. I take out my bowl. The lightness of the silicone bowl is for bonding. It is leer. It's empty. But how? Also irgendwer wird doch jetzt Feuer spucken in dem ganzen im Büro. Why? Who is this food-crazed glutton? Wait, if someone ate my super spicy Sichuan Mapo Tofu, then their lips should be bright red right now. Küsst die Person doch einfach so, dann spürst du auch die Spiciness in deren Lippen. Aber bitte nicht ohne Consent, ja? Within the remaining minutes of my break, I looked far and wide for the mysterious red-lipped caper. But to no avail, my pepper-kissed burglar was nowhere to be found. There are too many employees in this company wearing lipstick. Also ich will jetzt hier meine mir versprochene Boys Love Romance. Also das habe ich mir jetzt schon so ausgemalt eigentlich. Gave up on finding those hot lips and went home. Luckily, the stench of peppers clung to me. Also allein schon, wie das hier alles geschrieben wird, ne? Hot lips und so. Das kann doch am Ende nur Boys Love geben. Also es gibt bestimmt ein Ende damit. Warum nicht? Luckily, the stench of peppers clung to my suit and people avoided me on the subway during rush hour. Lifehack. The next day. When life gives you lemons, you make lemonade. Und wenn Leben dir eine Lunchbox in den Kühlschrank liegt, nimmst du doch einfach. Vielleicht liegt es auch daran, dass du deinen Namen nicht draufgeschrieben hast, ja? Also das ist ja ein Basic-Fehler, zumindest in deutschen Unternehmen. Du musst doch deinen Namen draufschreiben, sonst ist ja free to use, ne? On my way home, I caught a supermarket sale. Wer ist er denn? That's why I compelled to make fish head curry for lunch. Ja, das kann mir wirklich geklaut werden. Also, der arme Fisch. A big steamed fish head simmered in a thick milky curry sauce, sliced tomatoes, okra and eggplants float around. Succulent bouncy fish cheek and a big sticky eye drenched in tangy curry sauce. A vibrant comfy dish to ease the stress of this very week. But will it survive until my break? Ich hoffe nicht, also ich will das nicht mehr essen. Also selbst wenn ich noch Fleisch und Fisch essen würde, doch nicht so was. Also Fisch ja, ne, in Form von Fischstäbchen oder was weiß ich, irgendein Filet. Aber auch die Leute, die irgendwie Lobster bestellen, ne, Hummer in Restaurants.
Nee. Nee. Das ist mir dann doch zu tierisch. That thief is still out on the loose, ready to pounce. I need to protect my meal. Ja, Selbstschussanlagen im Kühlschrank. Also, was denn sonst? This is my last stand, my last course of action. What should I do? Selbstschussanlagen. Eine Mass-E-Mail, könnte lustig sein. Launch at Cubicle. Fridge Note. Wir können, ja, das ist ja das, was ich gesagt habe, ne? Fridge Note, einfach so einen Namen hinterlassen, irgendwie eine Notiz an den Kühlschrank, ey, lass den Fisch Fisch sein. Eine Massen-E-Mail schreiben, stelle ich mir lustig vor, weil erstmal speichern wir, ne? Das ist ja wichtig und richtig. Launch at Cubicle. Lunch, achso, Launch habe ich gelesen. Lunch at Cubicle. Achso, im Büro. Da kann es sein, dass wir das jetzt da essen oder da lassen, weil ein Fisch stundenlang jetzt draußen stehen lassen, das ist nicht gut, dann wird er schlecht. Wir wollen das Essen jetzt auch nicht verderben lassen, deswegen würde ich sagen, einfach weil es so lustig ist, schreiben wir eine Massen-E-Mail, eine Rund-E-Mail an alle, also den Dieb wird das schon erreichen. I need to confront my problems head on, in a civil manner. Wir werden sowas von gekündigt. If HR won't help me, who can? I'm my own best ally. My plans? I need to direct my complaints where they can be heard, loud and clear. Let's write an email. Oh, endlich mal einen anderen Spot als diese Küche da. It'll be a compelling and persuasive essay about the wrongs I faced this week. Sag mal, was macht er eigentlich für einen Job? Was macht ihr da in diesem Büro? Der scheint ja viel Freizeit zu haben. Using the hamburger method they taught me in high school. Oh, crazy. Oh, muss ich jetzt hier was... Hope, greeting, hope to someone. Was muss ich machen? Senden. Hope. Hope. This. Was? Thread? I hope, ich hoffe. Closing. So, der Schluss. If, das ist wie eine Drohung. If I, ne, if, sollte das. Oder did, ja, so, könnte so eine Frage sein, ne? Did you... Ach, keine Ahnung. Hope this email finds you useful, Lunch Thief. Was war das denn jetzt für ein Minigame? This is unprofessional. We're adults. Stop this childish nonsense. Bin ich jetzt der Einzige, der nicht verstanden hat? Aber interessantes Google-Mail, Abklatschding. I hope a flash mob lasting an hour stop you in traffic. Did you enjoy my lunch? How was it? Did it taste good? Was it worth it? Are you happy with yourself? Well, that went well. Selbst wenn das nichts erreicht, ne? Allein, dass man es so rausgelassen hat, allein, dass man sich die Wut und die Frust vom Leibe geschrieben hat, das ist doch schon Erfolg genug, ne? Das entspannt doch schon. I hit send and await a response. If the perp felt any guilt, they would reply. Right? Nein. My phone buzzes on my desk. It's my manager. Du bist gefeuert. Hello, Jill. Is something the matter? You're Sag ich doch. Why? Was it necessary to CC everyone? Of course. Why shouldn't I? Was emailing our entire board of directors necessary? It caused our stocks to drop by 5%. Was? Wie das denn? Ging das jetzt raus in die Öffentlichkeit oder was? Irgendwie war nicht nur ganz intern. How are you going to compensate for that? I thought the company doesn't compensate for losses. Ja, du musst jetzt auf Kale hinweisen. So, did you guys hear from the food thief yet? Die Kündigung, scheißegal, ne, Hauptsache dieser Food Dieb. She ends the call. I noticed that I've been blocked and my work email has been deleted. Blöd. Jetzt kriegst du auch keine Antwort mehr. You think you can fire me without severance pay, Gelato? I rip the PC tower from my work desk and round out the building. If the company won't compensate me, then this shall be my compensation. Das ist wahrscheinlich so ein Trash-Office-PC mit einer Onboard-Grafikkarte oder so. Keine Ahnung, also das ist doch nichts wert, ich bitte dich. Ja, Happy End würde ich sagen, ne? Ending Nummer 5, an eye for an eye. Fair. Oh Mann, da war wie so fertig. Aber in der Galerie haben wir nix. Wie kriege ich denn da was rein? Was für ein Ende muss ich denn erreichen? Wollen wir einmal mittendrin noch irgendwie gucken, dass wir zum Beispiel statt dieser Mass-E-Mail einfach mal eine Notiz hinterlassen. Das soll jetzt nicht so schlimm sein. Einen Versuch haben wir noch.
I shouldn't blow this out of proportion. I'm a working adult after all. From my pocket I take out my expensive fountain pen that I splurged my bonus on. Wer gibt denn Geld für einen Kugelschreiber? Habt ihr jemals einen Kugelschreiber gekauft? Also, soweit ich mich erinnern kann, waren die einfach immer da. Einmal habe ich mir einen Kugelschreiber gekauft. Aber sonst waren die immer da, so wie Erbstücke. Ich weiß nicht. By happenstance, the company likes to supply us with copy paper in the break room. They think that if we see it, we'll be compelled to continue working out during our break. Ja, nicht mit uns, ne? Wir haben hier so eine Mission vor uns. None of my coworkers are that gullible, but the amount of paper does decrease throughout the week. I take advantage of the company's quirks and take a clean paper from the pile. Let's leave a note. Jetzt muss ich das auch wieder schreiben. To my dear thief of mine. Okay. Ich weiß nicht, wie das hier genau funktioniert. Aber ich beginne mal mit you, ne? Wir adressen den. You. Drohen. I will. Nee. Stop. Nee. Wir bitten. Wir bitten ganz nett, ganz lieb. Closing. I will. Nee. Komm. Was soll das? B. Ich mach hier. Komm to my office. You. Please have mercy on me. Nein. Compensate me. Was? Was ist das denn jetzt? Nein, das ist ja so nichts aussagend und so verzweifelt. After the note is done, I secured with magnets. And now we wait. Ja, die könnten jetzt wenigstens das hier einzeichnen, oder nicht? I hope my lunch doesn't get stolen. Ja, It was tasty. Okay. Die Person hat keine Gnade. Die weiß schon, was die tut. Grausam. I take the paper and tear it to shreds with my teeth. My saliva wets the dry paper as it grazes my tongue. Wow, tasty. The next day. Jetzt packen wir da aber Giftiges rein, aber jetzt muss die Person sterben. It's been 4 days. Oh, sandwich. I'm in the break room holding today's lunch. This time it'll be different. I will succeed. These thefts will stop. You will survive, my lunch. You will be my stomach today. I swear to my health insurance. I kiss it a temporary farewell as I walk out the room. Nimm doch irgendwas, was nicht gekühlt werden muss. Hast das Problem nicht. Oh, Boys love! A lone figure walks into the break room. Instead of grabbing coffee, he reaches out towards the fridge. It's an unusual time to have lunch, as many employees are currently preoccupied. He reaches past the stacks of clear Tupperware, singling out a bowl. A pink silicone bowl. Oh nein, das wird jetzt awkward, weil wahrscheinlich ist das seine eigene, der hat jetzt auch so eine. Und wir denken jetzt, der hat das geklaut, unser Ding, und jetzt konfrontieren wir den und, weiß nicht, streiten dann. Und der findet uns dann süß oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich auf meinem Romance-Trip bin. Lasst mich in Ruhe. He stands by the counter, obscuring his actions with his back. The bowl lid comes off with a click. This is new. What's new? The figure's shoulders jolt up, but then relaxes as he turns around. Nothing? Ist das hier da rechts vom Bild der Mitarbeiter des Monats? So there were new coffee filters. Oh, ist das doch der Dieb? Bad management repurposed the copy paper. Right. Who are you? Me? I'm really not that important. Rather, why don't we start with you, buddy? Bo. I smile at him as he turns away, ignoring me. We just stand there for a few minutes. Don't you have work? How's that coffee? I would drink this place's coffee. Don't tell me you drink it. That slimy brown water? It's not that bad. It sucks. You sounded like you hate yourself. Also, weiß ich nicht, wenn man sich so dermaßen mit seinem Essen beschäftigt, ne? Und so hinterher ist hinter so einem Essensdieb, dann das kann ja nur Selbsthass sein. 3 days I starved because of you. 3 days! Actually, what did you do these past few days? What else I would be doing? Oh, der schwitzt schon, ne? What else would I be doing? It's a work week. You come to the break room often? Bist du öfter hier? At this exact time every day? Of course, I have to eat. Eat? Well, yeah, don't you? Yes, I would if I could. Speaking of which, I'm gonna eat. Mind leaving? Wow, me too. I'm skipping precious work time to have my lunch early. Why don't we eat together? Boys love. That's an awful idea. That
hurts. We're all co-workers, aren't we? I like being alone. Sales provide me with enough problems. Well, I'm hungry. You just have to suffer. Wait outside, I'll be done quick. Is this your private bathroom? Wieso bathroom? Certainly would be nice. Are you hiding something? Selling trade secrets to a rival company? I wish. Doing something illegal? You should ask the company that. They've broken several labor laws already. Maybe. You're the frisky type? I point behind him. Stealing, perhaps? Oh, sieht ertappt aus? I made my move. Und küsste ihn auf die Lippen, um die Schärfe zu spüren. Oh Gott. With a sidestep, I try to maneuver around the man. But he swiftly blocks my view, left and right. Why are you stopping me? Feeling guilty? Guilt for what? My right to a meal? His stature and speed outmatch me. I couldn't keep up. My poor office worker's heart can only pump so much oxygen. Haha, must be nice being tall. You must be eating good. Real good. Of course, I only dine on the finest. Fess up, you thieving rat. Me? A rat? You stole my lunch! I just met you. Well, I caught you red-handed. Hands up and away from the counter. Sollen wir noch die Polizei rufen? You're talking out of your ass. You don't have proof, it's me. Several thousands of employees come here by every day. This company doesn't care about you or me. Leave. Er hat jetzt zugegeben, ne? Also ich sehe jetzt, leider ist da nicht so weit wie eine Tupperdose im Hintergrund, das würde es natürlich noch mal ein bisschen untermalen, aber der hat es jetzt zugegeben, ne? Beep. Well, well, Mr. Employee of the Month, do you think our conversation wasn't recorded? What? Wow, I wonder what terrors I can unleash with these sound bites. How did you know? Do you take me for a fool? The company plasters your face on the walls. It's right over there! Sag ich doch, das ist er. All you did was tie up your hair. Did you make this meal? I did. Why do you keep stealing my lunch? Why? Your food was the best out of everyone else's I stole. Aber hast du keine Zeit zu Hause eigenes zu machen? And so I invited Mr. Employee of the Month to dinner. Boys love, boys love, boys love! On that day I offered him half of my katsu sandwich. For a price. Don't touch my food. Why should I listen? I'll cook for you. Okay, I'm listening. But you need to pay for my groceries. Fu. Oh, süß. Fine. We would continue discussing our contract over dinner. His treat. He chose a fancy French bistro nearby. I chose the time, 5 p.m. tomorrow night. Was this a date? Ja, no, it was a lifetime contract. Ja, nee, komm, das ist ein Date. Date Night, es geht auch noch weiter. Date Night, als ob. Genial. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, wir sind jetzt hier durch. Gut, wenn es jetzt noch lange weitergeht, dann verabschiede ich mich jetzt, bedanke mich fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Ansonsten hänge ich das einfach dran, ne? Gut, bis dann.